In der Plenarsitzung des Deutschen Bundestags am 12. April 2024 wurde abschließend über das Selbstbestimmungsgesetz beraten und beschlossen. Seine Rede begann der Sprecher der AfD, Martin Reichardt, mit den Worten: Stellen wir uns vor, Kanzler Scholz würde zur nächsten Regierungserklärung eine französische Gardegrenadieruniform des 19. Jahrhunderts tragen und erklären, er wäre Napoleon und würde in Zukunft gerne als Kanzler Napoleon angesprochen werden. Die Folge wäre, dass man ihm Hilfe anbieten würde, Herr Pistorius endlich zum Kanzler gewählt werden könnte und man auf seine baldige Genesung hoffen würde. Das ist Realität. Niemand in diesem Hause käme auf den Gedanken, dass Herr Scholz das Recht hätte, seine Papiere bis zur Geburtsurkunde in Napoleon Scholz zu ändern und als Kanzler Napoleon bezeichnet zu werden, nur weil er es sich einbildet und eine Uniform aus der Mottenkiste trägt. Und das zu Recht, meine Damen und Herren. Ich denke, diese fiktive Situation wäre in der Tat sehr seltsam und der Kanzler wäre in dem geschilderten Fall gut beraten, ernstliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nur, das hat mit dem Selbstbestimmungsgesetz gar nichts zu tun. Napoleon war eine im 18. und 19. Jahrhundert lebende historische Person und starb 1821 auf St. Helena. Napoleon Bonaparte gab es genau ein einziges Mal, so wie es jede und jeden von uns nur ein einziges Mal gibt. Mir ist das klar. Tatsächlich ist das Thema Transgeschlechtlichkeit mittlerweile wissenschaftlich gut untersucht. Wissenschaftlich gibt es noch viele Fragen, aber keine wissenschaftliche Frage ist, ob es transgeschlechtliche Menschen überhaupt gibt oder ob sie gesellschaftlich akzeptiert oder medizinisch unterstützt werden sollten. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder sollte sie zumindest sein? Mich interessiert in diesem Zusammenhang eine ganz andere Frage, die in aller Aufgeregtheit gerne vergessen wird, nämlich: Was ist überhaupt eine Frau und was ist ein Mann? Das ist viel weniger klar, als die meisten Menschen auf den ersten Blick vermuten. Mein Ziel ist es heute, die Vielschichtigkeit dieses Themas zu erfassen und zu verstehen, warum eine einfache Definition zu kurz greift. Was macht eine Frau aus? Warum ist es so schwierig, eine allumfassende Definition zu finden? Diese Fragen mögen trivial erscheinen, doch sie berühren grundlegende Aspekte unserer Identität, unserer Gesellschaft und unseres Verständnisses von Geschlecht. Es ist viel, viel, viel schwieriger zu sagen, was eine Frau, was ein Mann ist, als zu sagen, wer oder was Napoleon Bonaparte war. Äußerlich festmachen kann man es nicht so richtig. Ich kann mich mit entsprechendem Aufwand perfekt als Napoleon verkleiden, und ich werde trotzdem nie Napoleon sein. Aber wie sieht denn eine Frau aus? Die meisten Menschen, die mich sehen, lesen mich als Mann. Ich bin aber auch schon auf der Straße oder sogar bei einem geschäftlichen Treffen, ohne Make-up wohlgemerkt, für eine Frau gehalten worden. Ich kenne mehrere Frauen, die meist männlich gelesen werden, also die rein äußerliche Erscheinung taugt wahrscheinlich nicht für eine Definition. Das ist vielleicht eher eine 90%-Regel. Häufig wird versucht, den Begriff Frau oder Mann rein biologisch zu definieren. Das geht aber auch nicht. Am einfachsten könnte man sagen, wenn der Mensch Penis und Hoden hat, dann ist er ein Mann. Wenn Vagina, Gebärmutter und Eierstöcke, dann eine Frau. Das funktioniert aber so nicht, denn es gibt intersexuelle Variationen, bei denen diese Merkmale nicht eindeutig oder sogar gemischt auftreten. Manche Frauen werden schon ohne Gebärmutter oder Eierstöcke geboren oder verlieren sie durch medizinische Eingriffe. Man kann eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen, wodurch die äußeren Geschlechtsorgane geändert werden, also Schniedel dran versus Schniedel ab, taugt nicht zur eindeutigen Definition. Aber vielleicht dann unser menschliches Erbgut? Wir haben in der Schule gelernt, dass Frauen über ein XX-Chromosomenpaar verfügen und Männer über ein XY-Paar. Hört sich einfach an. Allerdings
gibt es auch Menschen mit nur einem X-Chromosom oder mit 3 X-Chromosomen. Einige Menschen mit XX-Chromosomen entwickeln aufgrund von Genmutationen oder hormonellen Einflüssen männliche Merkmale und besonders spannend finde ich das Swyer-Syndrom, denn beim Swyer-Syndrom besitzt der Mensch ein XY-Chromosomenpaar, aber keine Fähigkeit, Testosteron zu bilden. Diese Menschen sehen aus wie eine XX-Frau, haben keine funktionierenden Eierstöcke, aber oft eine voll funktionstüchtige Gebärmutter, mit der sie über eine Eizellenspende gesunde Kinder austragen können. Chromosomen sind also auch keine 100% Regel, zumal wir ja die Schwierigkeit haben, das im praktischen Alltag nicht so einfach testen zu können. Du gehst ja nicht zu allen Frauen und fragst sie nach einem Gentest, um die 1 zu 80.000 Swyer-Syndrom-Menschen zu identifizieren, damit du die dann als Mann bezeichnen kannst. Und wenn schon Chromosomen ungeeignet sind, braucht man mit Hormonen gar nicht erst anzufangen, denn Hormonspiegel variieren stark zwischen einzelnen Individuen und im Laufe eines Lebens. Einige XX-Frauen haben von Natur aus sehr hohe Testosteronwerte, was dann beispielsweise zu Debatten im Leistungssport führt, wer in Frauenkategorien teilnehmen darf und wer nicht. Aus evolutionärer Sicht könnte man die Weiblichkeit an die Produktion von Eizellen knüpfen, aber es gibt Frauen ohne befruchtungsfähige Eizellen und Männer ohne befruchtungsfähige Spermien. Was sind die dann? Das funktioniert also offensichtlich auch nicht zu 100%. Es gibt wissenschaftliche Hinweise auf weiblichere und männlichere Gehirnstrukturen, die auch in Transgender-Gehirnen entsprechend ausgeprägt sein können, aber auch das ist keine kugelsichere Regel, um Männer von Frauen zu unterscheiden. Sie sehen, in der Biologie ist fast alles fließend. Es gibt nicht nur weiß und schwarz. Selbst auf körperlicher Ebene sind die Grenzen zwischen männlich und weiblich oft unscharf und verwischt. Aus diesem Grunde bietet die Biologie keine klare, universelle Definition, die auf alle Frauen zutrifft und gleichzeitig alle Männer ausschließt. Das sind dann mehr so 90-95% Regeln, die eben nicht auf alle Menschen zutreffen. Na, vielleicht dann die gesellschaftliche Rolle? Leider auch nicht, denn was Frau sein bedeutet, hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. In vielen antiken Kulturen wurde der Status einer Frau an die Fähigkeit zur Fortpflanzung geknüpft. Im antiken Griechenland wurden Frauen oft als unvollständige Männer betrachtet, eine Sichtweise, die zum Beispiel Aristoteles, ein Schüler Platons, vertrat, und Frauen waren vom politischen Leben ausgeschlossen, die sollten sich um Haus und Kinder kümmern. In einigen matrilinearen Gesellschaften hingegen spielte die mütterliche Abstammungslinie eine wichtige Rolle. In den frühen Dynastien des alten Ägyptens und im Neuen Reich hatten Frauen aufgrund ihrer Rolle in der Abstammungslinie einen hohen Status. Zum Beispiel wurde der Thronanspruch oft über die weibliche Linie weitergegeben und Königinnen wie Hatschepsut regierten als Pharaonen. Im europäischen Mittelalter wurde die Rolle der Frau stark von religiösen Vorstellungen geprägt. Es dominierten christliche Konzepte, die Frauen oft als Töchter Evas sahen, verbunden mit der Vorstellung einer Erbsünde. Soziale Rollen waren stark geschlechtsspezifisch definiert, mit klaren Erwartungen an Frauen in Bezug auf Ehe, Mutterschaft und häusliche Pflichten. Erst mit der Aufklärung kamen dann neue Ideen über Gleichheit auf, die jedoch zunächst hauptsächlich auf Männer angewendet wurden. Die Industrialisierung brachte dann aber mehr Frauen in die Arbeitswelt, was die traditionellen Rollenbilder herausforderte. Die Frauen wurden schlicht und ergreifend als billige Arbeitskräfte gebraucht und waren daher in ihrer neuen Rolle in der Arbeitswelt willkommen. Ab dem 19. Jahrhundert begannen die Frauenrechtsbewegungen bestehende Definitionen und Rollenbilder ganz aktiv in Frage zu stellen. Frauen forderten politische Teilhabe, Bildung und rechtliche Gleichstellung, insbesondere das Wahlrecht,
das 1893 von Neuseeland als erstem Land national eingeführt wurde, in Deutschland übrigens erst 1918. Die zweite Welle des Feminismus in den 1960er und 70er Jahren weitete den Fokus auf soziale und kulturelle Ungleichheiten aus, zum Beispiel fehlende Kinderbetreuung oder die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Man kann also den gesellschaftlichen Begriff Frau nie vom historischen und kulturellen Kontext trennen. Was eine Frau macht und wie sie ist und welche Rolle sie in der Gesellschaft hat, ist durchaus wandelbar. Also kann man den gesellschaftlichen Status einer Frau wohl nicht als Definition verwenden, denn eine Definition ist ja eher eine starre Festlegung und nicht ständigem Wandel unterworfen. Und eine Frau im heutigen Saudi-Arabien erfüllt eine ganz andere Rolle als im heutigen Finnland. Und dennoch sind beide Frauen. Und heute werden zusätzlich Themen wie die Rechte von Transgender-Personen oder die Auflösung binärer Geschlechterkonzepte diskutiert und es gibt eine wachsende Anerkennung der Vielfalt weiblicher Erfahrungen und Identitäten. Es wird also immer weniger klar, was eine Frau ist oder ein Mann. Versuchen wir mal was Einfaches. Was ist ein Stuhl? Ein Stuhl. Die meisten denken bei Stuhl an ein Objekt aus Holz oder vielleicht Metall oder Kunststoff mit 4 Stuhlbeinen, einer geraden Sitzfläche und einer Lehne, ein Stuhl eben. Nur, es gibt noch viele weitere Stühle. An unserer Nähmaschine steht ein Stuhl mit 5 Rollen ohne Lehne und mit so einem ziemlich schiefen, rundlichen Sitz. Auf Pinterest habe ich einen Stuhl gefunden, der aus einem Einkaufswagen gemacht wurde. Der vordere Teil des Einkaufswagens wurde nach vorne hin heruntergebogen, der hintere Teil ist die Lehne. Man kann sich hineinsetzen wie in einen Stuhl. Ist das nun immer noch ein Einkaufswagen? Oder ein Designerstuhl? Oder beides? Wenn ich den Papierkorb umdrehe und mich draufsetze, ist es zweifellos ein umgedrehter Papierkorb und kein Stuhl oder Hocker, obwohl er einem Stuhl viel ähnlicher ist als der Einkaufswagen. Es gibt hängende Stühle bzw. Sessel ohne Beine oder welche, die aussehen wie Tierskulpturen. Es ist halt eben genau nicht so, dass wir in unserem Leben wie eine künstliche Intelligenz schon alle Stühle dieses Planeten gesehen haben und sie einfach nur wiedererkennen, sondern wir haben in unserem Kopf eine grobe Idee davon, was ein Stuhl ist. Und mit Hilfe dieser Idee, das wusste schon Platon vor 2400 Jahren, erkennen wir einen Stuhl, wenn wir ihn sehen, selbst wenn es eigentlich irgendwie ein Einkaufswagen ist. Und genauso wie beim Stuhl hat jeder von uns eine Idee im Kopf, wie eine Frau und wie ein Mann zu erkennen ist. Vielleicht gehen wir zunächst grob nach dem äußeren Erscheinungsbild, aber wenn die Person den Mund aufmacht, hören wir die Stimme. Die Stimme kann Bestätigung sein und trotzdem falsch oder zu Zweifeln führen, denn eine weibliche Stimme passt nicht so recht zu einem männlichen Erscheinungsbild und umgekehrt. Tatsächlich haben sich schon viele Menschen in Deutschland daran gewöhnt, dass die Grenzen nicht mehr so starr, sondern eher fließend sind, dass es Männer mit Make-up und Nagellack gibt und Frauen mit kurzen Haaren und Biker-Jeans. Und tatsächlich ist es für unser Leben ziemlich irrelevant, ob der Mensch, der da vor uns steht, mit Penis oder Vagina ausgestattet ist, solange wir keinen Fortpflanzungspartner suchen. Und wenn ich nicht weiß, wie ich einen Menschen ansprechen soll, dann kann ich doch jederzeit einfach höflich fragen. Entschuldigen Sie die Frage, wie darf ich Sie ansprechen? Es gibt nicht die eine universelle weibliche oder männliche Erfahrung, sondern eine Vielzahl von Erfahrungen und alle sind wertvoll. In meinem Leben als Transgender-Person ist es tatsächlich viel leichter, als die meisten denken mögen. Wenn mich jemand als Mann liest und anspricht, ist es gut für mich. Wenn mich jemand als Frau liest und anspricht, ebenso. Denn die andere Person hat eine Idee von Stuhlhaftigkeit oder Männlichkeit oder Weiblichkeit im Kopf, die eventuell nicht meiner eigenen Identität entspricht, aber ich unterstelle doch keine Boshaftigkeit, nur weil der andere Mensch einfach ausdrückt, welchem seiner Stereotype ich am ehesten entspreche. Ich bin auch trotz der Namensänderung nach dem Selbstbestimmungsgesetz
niemandem böse, wenn er meinen alten Namen weiter nutzt, solange das freundlich und respektvoll geschieht. Denn tatsächlich ist niemand von uns Napoleon Bonaparte, sondern jede und jeder ein einzigartiger Mensch mit einem individuellen Sinn für Männlichkeit und Weiblichkeit, die sich jedem formalen Definitionsversuch entzieht. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bleiben Sie mir gewogen, Ihre Ray Ruland.